hiesige Sheriff hat Watsons Verkleidung als Mr. Barnaby durchschaut. Er besteht darauf, dass wir New Orleans morgen früh verlassen. Dieser Misserfolg hat jedoch auch sein Gutes. Watson muss nicht länger Mr. Barnabys eigentümliche stinkende Kleidung tragen. Es wird Zeit, zurück zum Schiff zu gehen und die Kleidung zu wechseln, damit Watson nicht Gefahr läuft, mit Mr. Barnaby verwechselt zu werden und dann dessen schlechten Ruf zu spüren zu bekommen. Mama mia. War doch klar, dass es auffällt, wenn er schon sagt, dass die irgendwie Freunde sind oder so. So. I told you, Holmes. I told you it was a bad plan. Now we're penniless and wanted criminals. Hysteria gets us nowhere, Watson. Tell me what happened. The sheriff saw right through me. He knew who I was from the start. Extorted me for every coin I had. Bah. All that matters is what you learned about the gems. I shan't discuss it while still wearing that blighter's clothes. I'm going back to the boat to get changed. Wo ist das Schiff? Können wir da rein? Nö. Dum, dum, dum. New Orleans Union Station. Da kann man wohl nicht rüber. Sag mal, du bist in mich reingerannt. Und nun? Oh, bollocks, now our clothes are in the bloomin' water. It was like the luggage had legs of its own. Oh, Mr. Pratchett will have my head. I ain't sure what you did to the sheriff, but it must have been something real hairy to have him chuck your luggage off the pier. With respect, miss, have we met before? If you were the real Frank Barnaby, yeah, we would have. But where are my manners? I'm Lucy. And you are? John. I didn't mean to be rude. I've just had a difficult day, miss. Well, it's barely noon. And you've already made an enemy in Sheriff Grubb. The man starves his gators just in case someone crosses him. John who? Watson. Well, Johnny, if you plan on sticking around, you better change that suit, or Frank's reputation will catch up with you. And then you'll be a John Doe. Alas, I think one of those gators is currently devouring my spare clothes. You've got yourself in a fine pickle. All right, come on board the Nymph of Louisiana, and I'll sort you something to wear. The nymph? Is that what it sounds like? Why are you helping me? Well, let's just say you ain't the only one who's had run-ins with the sheriff. Way I see it, this city deserves better. Now quit your stalling and head on over to the Nymph. I'll be in room 6. This Mr. Barnaby is proving rather useful. Perhaps you're not so different after all. One more word, Holmes, and I'll hand you over to the sheriff. Sorry, was that John talking or Frank? Oh, go annoy someone else while I visit the nymph. Okay. Oh, ich da ist eine Treppe. Ah, gut. Na dann. Always a pleasure to see you regular, Mr. Barnaby. Welcome home. Bitte nicht. Is this familiar to you? No, honey, I've heard nothing. Eieiei. May I ask you something? No, honey, I've heard nothing. No, honey. Room. Oben. Ah, hier. Well, look at you. All dressed up with nowhere to go. I can't thank you enough. As I was saying, our journey has hardly gone to plan. We seem no closer to finding our missing people than when we left. Well, if there were anything to know, Champagne'll know it. She's across everything in New Orleans. Look for her in the fisherman's village behind the Creole Quarter. Thank you again, Lucy. I shall make my way there now. Good luck, Johnny. Keep out of trouble. Und wieder haben wir Klamotten bekommen. Okay. Champagne nennt auf Champagne. Sie soll im Fischerdorf hinter dem Kreolenviertel leben. Im Fischerdorf, im Schiffer. Aha. So, ein bisschen speichern. Ah, forgive me, Watson. The difference is plain as day. What a remarkable transformation from Barnaby. If we're critiquing wardrobes, Holmes, maybe you can explain why you used to roll just one sleeve up. Did you get bored halfway through?
I feel much better in this suit, even if it is not mine. Okay. Ja, dann gehen wir halt mal dorthin. Kreolenviertel. Im Kreolenviertel. Wo auch immer. Voodoo Samedi. Okay. Fischerdorf. Is this familiar to you? I've heard about that. Let me tell you. Die Leute sagen, dass Champagner mit 2 Hunden im Fischerdorf lebt, und zwar in einer Hütte auf dem Boot. I'm gonna die. Gonna die. Was ist denn los mit dir? Ein Fischer in Nöten. Ein Mann im Fischerdorf wirkt verzweifelt und spricht davon, dass er sterben wird. Das ist tragisch. Are you all right, sir? It'll come again. I will die. What happened? The lower of death came to me last night. I know it will come again. Let's start from the beginning. My name is Sherlock Holmes. Could you describe last night's events for me? I'm Cole Seabrook. It was my mom, Brigitte. She came to me in the shape of a giant black rooster. Before that, some hit the wall outside. Then she came in. She took my will and she led me to the water. Perhaps you were dreaming? I wish I was. The great gator was there. It called me and I couldn't resist, but then the spell broke and I managed to crawl ashore. Interesting. I know how it sounds to an outsider, but it was the lower of death and it ain't finished with me. You mentioned a lower. What is that exactly? You outsiders only know one God. But there are many and we call them lowers. And Maman Brigitte is one of them. She is the lower of death and life. She heals the righteous and punishes the guilty. Did you feel anything apart from fear last night? Yeah. The signs of Maman's presence, no doubt about it. Everything became blurry and my mouth was dry and the light became very bright. That is something. Wohnt in der Hütte am Rande des Fischerdorfs. Dann gucken wir uns doch mal die Hütte an. What the heck? He dropped a cup here. Zu gleichen Teilen mischen. Goldrute, Erdbeerblätter, Jasminblüten. Wahrscheinlich auf Drogen oder so. It smells sweet. This one is almost odorless. Interesting. I will take it just in case. I would love to learn more about these. The healing properties of some herbs are truly amazing, Holmes. And some are extremely dangerous. Cold ground herbs here. Das ist ja wirklich schön hier zu wohnen, so mit den ganzen Alligatoren unter einem. Judging by the facial features, Cole and one of his relatives. With William in Shreveport, 1879. Cheap and strong brew. Some chewing tobacco leaves. Supper leftovers. It's not a simple tea, a herbal concoction, rather. Black tea seems not to be very popular here. Gelbe Blüten mit spitzen Blättern. Eine Pflanze mit wechselständigen, elliptischen und spitz zulaufenden Blättern, die sich zu einem geflügelten Blattstiel verengen. Die gelben Blüten sind kleiner als ein Zoll und bilden an den Spitzen der Stängel schmale, aufrechte Blütenstände. Große weiße Blüten. Mehrere große weiße Blüten, etwa 4 bis 6 Zoll. Sie sind trompetenförmig und verströmen einen intensiven, süßlichen Geruch, der als angenehm beschrieben werden kann.
grüne Blätter, mehrere grüne, dreiblättrige Blätter, wenn man sie zerreibt, sondern sie einen leicht herben Geruch ab. Okay. Are you a good fisherman, Cole? I wouldn't say so, sir. Ja, scheinbar. There are too many imprints here. It's hard to say where he did or didn't go. Dann geht er raus, okay. Eine Feder. Feather. Not black, however. Did you really expect to find the feather of rock here? More boot prints here. Nee. So, das ändert sich. Das da wollte ich eigentlich machen. So, ich glaube, das ist richtig. Cole was having dinner. He was alone. The herbal decoction started to affect him. He became dizzy and dropped the cup. Hallucinations and stimulation brought him outside. He could have drowned if not for the sobering effects of the cold water. Na also, wenn der macht da irgendwas mit Kräuter und da irgendwas mit Kräuter, ist ja klar, irgendwelche Kräuter mit Kräuter ist nicht so gut. Ja, ja. Sir? Cole, I am sure that you were alone last night. The Lowers were not with you. Well, what else could you say? I didn't say that I disbelieve you. I'm wondering about this recipe. It's just herbal tea. I went to Mr. Samdi and he gave me the recipe to help calm my heart. Is he a doctor? He is a voodooist. It was risky, but all I wanted was some sleep. Where can I find him? On the side of the church at one of the entrances to the Fisherman's Quarter. Look for a Veve sign, but watch what you say. He has the power of voodoo. I'll be careful. Cole hat das Rezept für den Kräutersud von Mr. Samedi erhalten, einem Einheimischen, der bekannt dafür ist, Voodoo zu praktizieren. Er wohnt in der Nähe der Kirche, nicht weit entfernt einem der Eingänge zum Fischerdorf. Wir sollen nach einem Schild mit Wewe-Symbolen Ausschau halten, um ihn zu finden. Der war da ja. Help me, please. I've heard about that. Let me tell you. Voodoo-Praktiker. Die Einheimischen scheinen von Mr. Samedi viel zu halten, wenngleich sie ihn als etwas wunderlich beschreiben. Er hilft den Menschen bei gesundheitlichen Problemen, erteilt ihnen Ratschläge und wird zum Schlichten von Streitigkeiten aufgesucht. Er soll sogar imstande sein, Flüche aufzuheben.
Mr. Samedis Brief. Werter Mr. Holmes, ich wusste, Sie würden skeptisch sein, wenn Sie von Voodoo hören. Die Welt ist jedoch nicht so, wie sie zu sein scheint. Ehrlich gesagt überrascht es mich, dass Sie trotz Ihrer Erlebnisse auf Reisen immer noch ein Zweifler sind. Ich bedauere es nicht, hier sein zu können, wenn Sie mir einen Besuch abstatten. Ich würde Ihnen nur allzu gerne die Augen öffnen. Ich nehme an, Sie wüssten gerne mehr über das Rezept, das Sie in Coles Hütte gefunden haben. Im Wissen um die Tragödie, die ihn ereilt hat, habe ich Ihnen geraten, einen Kräutersud zu kochen. Die Kräuter meines Rezepts haben eine aufheiternde und beruhigende Wirkung. Falls Sie mir nicht glauben, lesen Sie das Buch, das hier liegt. Es enthält die Antworten auf Ihre Fragen. Mögen die Geister mit Ihnen sein, Mr. Holmes. Samedi. PS. Bitte bringen Sie das Buch zurück, sobald Sie darin Ihre Antworten gefunden haben. Manche Bücher können großen Schaden anrichten, wenn sie in die falschen Hände geraten. Okay. Mr. Samedis Buch. Und dann können wir nachschlagen. Die gelben sind kleiner als 1 Zoll. Geflügelt. Geruch, Farbe gelb. Suchen. Goldrute. Die Goldrute ist ein mehrjähriges Kraut innerhalb der Familie der Korbblüter, Asteraceae. Sie hat eine entzündungshemmende und stark harntreibende Wirkung. Die Goldrute findet häufig bei Verdauungsstörungen und Rheuma Anwendung. Okay. Ja, wahrscheinlich hat er irgendein falsches Kraut gerupft. 1, ja, so ungefähr Blattform. 3-blättrig. Herb. Erdbeerblätter. Erdbeerblätter wirken appetitanregend und werden auch zur Normalisierung der Verdauungsprozesse genutzt. Als Tee oder Aufguss verbessern sie die Durchblutung des Herzens und senken den Blutdruck. Zudem haben sie eine leicht schmerzlindernde Wirkung. Okay. 4 Dings. Plattform. Also Farbe sind weiß. Süßlich. Stechapfel. Der Stechapfel ist eine hochgiftige Pflanze. Im Falle einer Vergiftung treten Symptome wie Mundtrockenheit, Sprach- und Schluckstörungen, erweiterte Pupillen, Sehstörungen im Nahbereich, Lichtempfindlichkeit, Delirium, Halluzinationen und Aufgewühltheit auf. Bei einer schweren Vergiftung kommt es zudem zu Orientierungsverlust und extremer geistiger Unruhe. Sehr gut. Mister, Sie haben sich selbst vergiftet. Gucke mal, das sind die Alligatoren. Creepy. Sir? Cole, where are these herbs from? I bought them from Zora. Her stall is at the market near the port. I must ask you, did you have a drink last night? No, sir, I didn't take a sip. It all happened before I went to bed, and I only drink to fall asleep. That's just how it is lately. The damage is recent. Blutstropfen, kleiner Riss. We have a feathered friend in the case. Poor bird crashed against Cole's house. Okay, dann gehen wir erstmal zu ihr. Ihr Verkaufsstempel sich auf dem Markt in der Nähe des Hafens. Hafen. Dann gehen wir mal zum Hafen. Das sind doch Kräuter, oder? Yeah, I bet Zora will kill her. Did you see Ashley Rush there? Fearsome. Yeah, I'm afraid for them Chinese and for anyone to mess with them. Erdbeerblätter. Tabakblätter. Getrocknete Goldrute. Zora ist nicht an ihrem Verkaufsstand. Leute in der Nähe haben über sie geredet. An ihrem Verkaufsstand werden Goldrute, Tabakblätter und Erdbeerblätter angeboten. Could you help me? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Kräuterhändlerin. Zora ist zum Markt in Chinatown gegangen, um sich dort mit einer anderen Kräuterhändlerin anzulegen. Zora ist für ihr aufbrausendes Temperament bekannt, doch in den letzten Tagen soll sie selbst für ihre Verhältnisse ungewöhnlich aggressiv gewesen sein. Chinatown it is.
Are these herbs fresh? And you dare call my products substandard? Excuse me, just one question. I don't wish to be rude, but I don't have a clue about this. Excuse me, are you Zora? I am. What do you want? My name is Sherlock Holmes. I have several questions, if you don't mind. You are selling herbs, is that right? Do you want to buy something? Not really. I wanted to ask if you have the herbs from this list. Goldenrod, jasmine, strawberry. These are very common. I do sell them same as any other herb merchant. I came here because Cole Seabrook mentioned you. Do you know him? Unfortunately, yeah. He's my late husband's brother. Have you heard of Jimson weed? A poisonous plant, but it can help ease the pain if you know how to use it. Some believe you can use it to create a zombie, a will-less slave. Is that what you wanted for Cole? Or did you sell it accidentally? Did Cole get what he deserved? The Loas heard my prayers. So you admit it was on purpose? I admit there's a higher power maintaining order and justice in this world, and Cole got what he deserved. I'm happy that it happened, but that doesn't mean I'm to blame. Can I ask what caused such hatred? The sheriff confiscated all our weapons, and then the disappearance began. William wanted one rifle, just one, to protect us. Cole was too eager to help, and as a result, my Will got a bullet in his chest. How did Cole explain what took place? He just walked away as if nothing happened. Cole is the reason I lost my husband, and he should pay for it. Don't you want to know what really happened? For me, it's clear. An innocent man would tell everything. Only the guilty remain silent. Okay. Zora ist überzeugt davon, dass Cole die Schuld am Tod ihres Ehemanns trägt, weiß allerdings nicht genau, wie sich die Dinge zugetragen haben. Sie hat nicht zugegeben, Cole vergiftet zu haben, dies aber auch nicht abgestritten. Bei dem anderen Mann auf der Fotografie handelt es sich um William Seabrook, Coles Bruder. Coles Tragödie. Coles Bruder William kam vor kurzem ums Leben. Er versuchte sich ein Gewehr zurückzuholen, das der Sheriff zuvor konfisziert hatte, und wurde dabei mit einem Schuss in die Brust tödlich getroffen. Gut. Dann gehen wir mal wieder zurück. Sir? Your boat is wrecked. What happened? Well, I stumbled over a cypress root. You'd need some force to cause that damage. Yeah. And to be really down on your luck. I've learned about your tragedy, Cole. My condolences. Zora told you, didn't she? Can you tell me what happened and why you feel guilty? My brother died. I'm alive, and William is not. That's why. Did you see who shot him? It was the bloody sheriff. I swear I saw him smiling. Tell me, what was the plan? William had to get into the warehouse through the eastern gate, the one not far from the market on the edge of the railroad. I hid behind the barrels. I was on the lookout. So what went wrong? William went in, then came back with a rifle. I saw him jump off the crate, and then bang! He was lying there dead. What happened next? My heart stopped. I froze. Then the sheriff yelled, "See if there are more rats." And I woke up. I ran away. I had just one task, and I failed it. And for my mistake, the lower of death will come for me. Östlichen Tor der Lagerhalle. Und die ist wo? Xatuxu-Aronte gesucht. Wegen Steuerbetrugs durch Totenbeschwörung gelungen 10 Morgen Land und eine Farm. Look, Watson. What have we here? A local crime star. A star? You have a strange way with words. Frankly, we have more pressing matters. I'm not going after these troublemakers, but the posters will add nicely to my collection of criminal profiles. I read a study that suggests facial features can determine a person's tendency towards cruelty or deviant behavior. Well, you can't stop progress.
Wir machen aber zuerst das hier. Aber ich habe keinen Plan, wohin wir da müssen. Wo gibt es hier Lagerhallen? The warehouse eastern gate. According to Cole, it all started somewhere near the barrels. Chewed tobacco. That's the spot. I hid behind the barrels. I was on the lookout. Okay, und jetzt? Ja, ich seh's. An oily handprint. The substance has solidified. I assume that this is cosmoline with which the gun was lubricated. William went in, then came back with a rifle. William was shot here. I saw him jump off the crane and then bang! He was lying there dead. The bullet went through him, and based on its velocity and mass, I would say the shooter was no more than 35 or 40 feet away. This lamp did not leave William a chance to go unnoticed. The sheriff stood here. Cole had no chance to spot him approaching. It's a terrible choice of position, and it cost his brother his life. Then the sheriff yelled, "See if there are more rats!" And I woke up. And what did Cole do? My heart stopped. I froze. Cole sought safety in flight. Now I see why Cole thinks he deserved it. He simply left his brother behind. He did not have much of an option. Sad. I think Zora would like to know about this. Gut, dann gehen wir wieder zu Zora. The crazy one is gone. Look for her somewhere else. Okay, sie ist nicht mehr da. Dann wird sie ja wohl bei Cole sein oder so. Vielleicht will sie ihn auch einfach jetzt eigenhändig ermorden. Ach, sie hat ja einen Laden, ne? Warte, dann ist sie vielleicht beim Laden. Du. What do you want? I know you are angry at Cole, but you must know that he is not guilty of your husband's death. I was at the warehouse and I saw it all myself. The sheriff shot William and Cole couldn't prevent it, not even at the cost of his life. Why did Cole survive then? And how did he return unwounded? He had no chance of stopping the sheriff, but he found himself unnoticed. All he could do was run or die. That jackal sheriff. Perhaps you're right. I didn't want to kill Cole. It's just too painful to know that he's still around while my Will's dead. You can mourn with Cole. Forgive him if you can. I'll need some time for that. Gut. Dann gehen wir mal zu Cole. Sir? I have good news. No lowers are coming for you. You were poisoned. What? Zora sold you Jimson weed instead of jasmine. That was the cause of your hallucination. She wanted revenge. It doesn't change anything. Look, the Loas were guiding her. I deserved it. I went to the warehouse and I know what happened. You are not guilty of William's death. You had no chance of stopping the sheriff. Your only choice was to run or die. That was my purpose as a brother. But I failed William. I'm a coward. I ruined 2 lives in one evening, including Zora's. I spoke with Zora and she forgives you. Now is the time to forgive yourself. You. Thank you, sir. I'll try. Zauberhut haben wir bekommen. Ich kann ihn mir noch nicht anschauen. Hier ist doch ein Plakat, oder? Ryan Gazebo Kelly. Gesucht Ryan Gazebo Kelly wegen Diebstahls. Ein Mantel, ein paar Socken und ein Stiefel. Belohnung, lebenslanger Vorrat an Bier. Oh. Na, hör mal!
Eigentlich müsste es ja irgendwo an der Straße hängen, weil... ja, genau. Guck mal, ich bin voll schlau. Gesucht Jennifer Black Widow Pritchett wegen Bergkens und Verkaufs von Menschenfleischpastete. Weiß ich nicht, ob ich ihr begegnen möchte. Einfach. Alles klar. Okay. Dann gehen wir weiter. Immer weiter, immer weiter. Gesucht. Tarmac Sweet Roll Judicator wegen Diebstahls. 20 Orangen und ein Beutel Nüsse. Belohnung 3 gute Pferde. Das Bier fand ich besser. So, was haben wir? Haben wir hier irgendwo was? Da haben wir doch was. Stan Lord Smith wegen Piraterie. Belohnung Gewicht des Gesuchten in Gold. Gewicht? Gewicht des Oh mein Gott. Das geht ja mal gar nicht. Body Shaming. Body Shaming! Vergessen wir mal ganz schnell wieder, dass da stand. Ja, davon geht dein Rat auch nicht. Das würde meine Mama sagen. Ja, davon gehe ich dir auch nicht aus dem Weg. Ja. Das hat gar keinen Sinn ergeben. Da ist noch was. Draken, The Grim Reaper, wegen Totenbeschwörung, Entführung und versuchten Mordes. Belohnung $200 und eine persönliche Danksagung des Sheriffs. Da. Harald, der Dr. Gausler, wegen Gefängniseinbruchs, um Gleichgesinnte und Kollegen zu treffen. Man kriegt $10 und einen schicken Hut. Okay. Also manche brechen ja aus dem Gefängnis aus, aber halt manche wollen halt einbrechen. Aber jeder halt wie er will, ne? Also gesucht Brian the Impaler Matucci wegen Mordes und Zerstückelung in 13 Fällen. Belohnung $10.000. Es sind aber auch 3 oder so, die wir finden müssen. The alligator is shaking. Shaking his booty, shaking his leg. Was laber ich da? Tocqueville? Lafayette! Hush now. No offense, Sheriff. Them two don't take kindly to gents. Especially foreigners. How can champagne help you? Trip to the bayou? Feeding a huge crocodile? Crocodile? Some other time, perhaps. Word has it, you know everything that goes on round these parts. Maybe. Maybe not. What you want to know? The bank in town recently purchased a valuable collection of gemstones from a wealthy man. What do you know of it? Sure. I hear everything. This time I tell you for free. Next time, you pay. Thank you. May have been 1-2 weeks ago. Rich man's butler sold him some black opals. And this rich man is? Don't know his name, only that he from the French Quarter. Folk back in town could take you there. That's all I know. You need a boat? I hire him out for dollars. Or a bottle of you know what. Thank you for the offer and the help. Eigentlich suche ich nur Plakate. A steht für Allison. Nein, Spaß. Das war eine Serie. A steht für Arneson. Bei A in dem Telegramm, das wir im Institut Schwarzes Edelweiß gefunden haben und in dem Edelsteine erwähnt wurden, dürfte es sich um E. Arneson aus dem französischen Viertel handeln. Perfekt. Aber ich möchte erstmal diese Plakate finden. Ja. Genau.
Da, siehst du mal. Liam. Oder Liam. Hey. Liam Sunshine Clayton wegen Massenvergiftung an Heiligabend. $600 und Goldmedaille des Kongresses. Clayton. Clayton. In der Kirche. Immer noch gar nicht in der Kirche. Beten. Lass mich schreien. Junge, Alter. Hau mich halt gegen die Wand. Nochmal. Keine Aggression hier. Keine Aggression. Gar nicht. Gar nicht. Ja, wo könnte denn noch eins sein? Eins fehlt noch. Eins. In diesem ganzen Wirrwarr hier soll ich es auch noch finden. Gesucht Donald, der Wettbandit McLeod, wegen Körperverletzung im Verwandtenkreis mit Hilfe eines rohen Hühnerschenkels. $5 und ein paar Schuhe. This will be enough for my collection. As long as you don't hang those ugly faces up at Baker Street. Ich krieg so viele Anzüge und Sachen hier. Und ich kann sie gar nicht anziehen. Ich heule. So, warte. Was muss man da machen? Wir müssen mit Leuten sprechen. Die junge Dame kann es uns bestimmt sagen. Excuse me, just one question. Of course. Stop me when you've heard enough. Passanten gaben uns den Rat, vor dem Hafenamt eine Droschke zu nehmen, um ins französische Viertel zu gelangen. Okay, aber wir haben ja eigentlich alles erledigt, ne? Gut. Got a spot in mind. French Quarter, and get us there fast. Wowie, wo sind wir denn hier gelandet? You know, Watson, the opulent mansions and stifling heat remind me of my time in the Mediterranean. Cordona does sound rather magical. Do you think you shall ever return? I don't know. That place was home to some of my greatest memories and some of my lowest moments. Ich vermisse Cordona. Das war echt ein tolles Spiel. Also ich fand's wirklich toll. Haben wir Arnesons Herrenhaus. Bei dem Vorbesitzer der versteigerten Edelsteine, der sich im Telegramm aus dem Institut Schwarzes Edelweiß lediglich A nennt, handelt es sich wahrscheinlich um einen reichen Mann namens E. Arneson aus dem französischen Viertel. Du. May I ask for your assistance? I'm bone tired, but yeah, I'll help you. Von den Einheimischen erfuhren wir, dass Mr. Arneson in einem Herrenhaus wohnt, dessen großes Eingangstor mit Bisons verziert ist. Bisons. Das. Lord. Okay, aber ich gucke erstmal, ob es vielleicht gibt es noch eine andere Aufgabe. Oder vielleicht auch nicht. Aber ich guck mal. Aber ich glaube mal nicht. Wir sind überall rumgelaufen und hier gibt's nichts. Hey. Was los? Excuse me, miss. Are you all right? What is your name? Eula, sir. Waiting for someone, Eula? Yes, sir. My brother Davy. He works for Mr. Arneson in that mansion yonder. Been 5 days now since I last heard from him. Come now, why all the tears? Something happened to Davy. I feel it in my bones. Do you think he may have left the premises? No, sir. Davy, he ain't like you and me. He's smart in some ways, but he can't talk. Not a word. He's pure and kind. Fear not. We will look for your brother. One presumes this gate is locked. Is there any other way inside? There's another entrance through the stables you could try. That's where I meet Davy normally, but I couldn't get in. See, I couldn't find the key. It wasn't in its usual spot. Please hurry, sir. Find him for me.